So, hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Genshin-Stream. Einmal unser kleiner Fahrplan für heute. Erstmal machen wir unsere Dailies, damit wir nochmal ein paar zusätzliche Primogems haben. Danach schauen wir uns einmal an, ob wir lucky sind oder nicht mit Tanari. Und dann schauen wir mal, wie weit wir noch kommen, wenn wir uns mit der Lehr-Quest beschäftigen. Dann würde ich mal sagen, schauen wir direkt rein, was wir für 4 Quests haben. Hier sollen wir einen einen Runenwächter kaputt machen. Das sollten wir mittlerweile mit unserer Gruppe easy hinbekommen. Ich war unter der Woche ein bisschen fleißig und habe schon mal ein bisschen an meinem Haze rumgefarmt. Das heißt, er hat jetzt eine verbesserte Waffe, hat einen Artefakt, was den Anemo-Schaden verbessert. Das heißt, wir machen zumindest schon mal ein bisschen mehr Damage. Und falls ich zwischendurch nicht rede, liegt das daran, dass ich gerade noch versuche, mein Eis aufzuessen. Also verzeiht mir bitte. Dann machen wir uns mal auf den Weg zum Runenwächter. Ich glaube, das ist eine doofe Idee, mit so wenig Stamina da hochklettern zu wollen. Lassen wir den Guten mal lieber schlafen. Die Liedschüler haben auch ihren Schlaf verdient. So, dann schnappen wir uns den mal. Er freut sich bestimmt schon, uns zu sehen. Das ist ganz schön, dass der hier im Wasser steht. Dann kriege ich immer noch zusätzlichen Verwirbelungsschaden. Ich fühle mich so ein bisschen wie eine Batterie. Aua. Bam. So, damit wir unsere erste Quest heute auch schon abgeschlossen, den Chaos-Apparat nehmen wir natürlich mit. Dann geht's weiter mit der gefährlichen Kletteraktion. Die sollte ja auch schnell gehen, weil im Endeffekt kann man da ja auch einfach sagen, dass man nur die Türme umhaut und den Rest halt einfach in Ruhe lässt. Dann sind wir auch schon fast da. Dann schauen wir einfach mal. Haben wir den Funk gerade einfach weggeone-shottet? So, damit wäre das auch. Als nächstes kommt ein kleiner Schritt für einen Helichul. So, dann sind wir da auch schon fast angekommen. Schauen wir einfach mal, was wir hier Schönes her... Aua.
Hau mich nicht, ich hau zurück, du. So, oh, das ist natürlich super schön, noch zusätzlich mit der Feuerverwirbelung. Wir sollten uns aber trotzdem nur Els Schild holen. Bennett zündet einmal an. Mittlerweile gehen die Kämpfe mit Hazel zum Glück auch schon schnell. Wenn ich bedenke, wie ich die letzten Male noch gestruggelt habe mit dem Schaden. So, damit wäre das auch erledigt. Dann haben wir nur noch geliebt in der Ferne. Mal schauen, was das für eine Quest ist. Ja, mein Eis ist jetzt auch aufgegessen. So. Es ist Godwin. Was können wir denn für den Herrn tun? So, wir sollen jetzt Godwins Brief an seine Freundin Glory bringen. Ja, ich muss sagen, die Tagesquests klicke ich durch, weil, keine Ahnung, es geht jetzt halt darum, dass Godwin schon lange unterwegs ist, aber halt auch nicht großartig was geleistet hat. Und wir sollen jetzt quasi einen Brief an seine Freundin Glory bringen, damit wir ihr quasi zeigen können, dass es Godwin gut geht. Er verarscht die arme Blinde. Ja, so ein bisschen. Wenn du möchtest, kann ich das natürlich auch vorlesen. Dann wird das wieder so ein lustiger Tohu-Wabohu wie bei .hack am Dienstag. Er ist ja nicht mal weit aus der Stadt raus, so. Ich werde ihr den Brief jetzt vorlesen. Die Steinklippen in Lühe. In Lühe. Wir sind nicht in Lühe. Ich habe dich auch nicht in Lühe getroffen, aber egal. Die Steinklippen in Lühe haben seit jeher viele Ritter angezogen. Ich für meinen Teil bin jedoch nicht sehr begeistert. Stein ist rau und kratzt die Hände auf. Ich mag lieber eine Art Blume, die man Seidenblume nennt. Sie hat eine feine Textur und verströmt ein sanftes Aroma. Wenn ich nicht so weit weg wäre, würde ich dir eine mitbringen. Ich wette, auch du würdest sie lieben. Mir fehlen die Worte. Der Brief endet hier. Leer. Godwin muss also an so vielen Orten gewesen sein. Ja, war er, definitiv. Er ist von A nach B bis C. Also von Grasheim A bis Grasheim B. So, jetzt muss ich Godwin noch die herzlichen Grüße ausrichten. Ich meine, sagen wir jetzt einfach mal, egal ob die gute Dame blind ist oder nicht. Ich meine, sobald er weg ist, kann er ihr trotzdem sonst was erzählen. Da macht es ja keinen Unterschied, ob sie blind ist oder nicht. So. Als dieser Sturm vorhin einfach aufgetaucht ist, sind die Ritter und die Abenteuergilde sofort zur Tat geschritten, aber sie waren beschäftigt mit der Evakuierungs- und der Rettungsarbeit. Es scheint, als hätten einige der Schatzräuber es geschafft, sich in dem Chaos hereinzuschleichen. Diese Diebe haben den Moment ausgenützt, als unsere Reihen ausgedünnt waren. Und sie konnten einige Dinge in der ganzen Stadt stehlen. Möhren aus dem Weingut der Morgenröte. Du gehst ins Weingut. Du gehst ins Weingut. Und das Beste, was dir einfällt, ist, ja, lass mal die Möhre mitnehmen. Wow. Wow. Okay. Pelanimo-Pilze aus Quellingen. Ja gut, da wächst doch nichts anderes. Besteck aus dem Grand Hotel Goth. Ja gut.
Sie haben sogar etwas von dem Essen gestohlen, das in der Vorratskammer beim Hirschjäger gelagert war. Wenn es nicht festgenagelt ist, werden diese Banditen es nehmen. Wenn der Sturm sich nicht so schnell verzogen hätte, dann gäbe es, glaube ich, nichts mehr zu stehlen in Mondstadt. Ich glaube, im Hirschjäger war Paimon unterwegs. Wir haben wieder genug Hände an Deck, aber nach diesen Dingen zu suchen, könnte sich als sehr schwer herausstellen. Die Geschwindigkeit, mit der sie mit der Beute fliehen, wird nur durch ihre Fähigkeit übertroffen, sie auf dem Schwarzmarkt loszuwerden. Wer kauft auf dem Schwarzmarkt Karotten? Wir müssen sie dafür büßen lassen. Ehrenritter, wenn du willens bist, könntest du dich kurz mit diesen Schatzräubern unterhalten? Ich würde es um nichts in der Welt verpassen. Gut, eine edle Antwort, deines Namens würdig. Dann werde ich diese Angelegenheit dir überlassen. Wir haben die Spur einer Gruppe Schatzräuber in der Stadt gefunden. Ich werde sie auf der Karte markieren. Aber sie sind eine hinterlistige Bande. Es wird dich einige Anstrengungen kosten, ihre Lager vollständig zu säubern. Aber für einen Ehrenritter wie dich sollte das ein Kinderspiel sein. Karotten? Wir reden hier von Karotten? Ich klaue auch immer Karotten. So. Godwin, hey, willkommen in Lühe. Hast du den Brief überrascht? Ja. Ah, Gott. Bye bye. So, wo können wir uns denn Schönes aufhalten, damit wir für den cuten kleinen Tinary ziehen können? Ah, da fällt mir was ein. Das hätte ich fast Ich bin gerade zu doof zum Klicken. So. Wir haben nämlich noch was vor, damit wir an Primus kommen. Ich bin noch zu klein hier. Ich bin noch nicht mal Stufe 30, da steht 35. Wobei die wahrscheinlich auch ganz interessant wird. Let's go look at this fischl. Im Englischen kommt das wenigstens noch so ein bisschen rüber. Im Deutschen ist das so, wenn du sagst, meine Prinzessin, dann kommt das halt nicht so rüber. So, dann muss ich schon sagen, my princess. Einfach damit es nicht dieselbe Sprache ist. So, dann gucken wir mal, was uns die liebe Fischl so zu bieten hat. No rest for the wicked. Midnight Phantasmagoria. Warum spricht eigentlich die ganze Zeit ihr Vogel? Oh, so sorry. Im Japanischen ist das dann natürlich auch cool, aber im Deutschen dann auf Deutsch ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht, bisschen uncool. So, dann holen wir einmal unsere Belohnung für Miss Fischl ab. Weiter geht's mit Diona. Der kleinen süßen Katzenlady mit den Zauberhänden. Ja, stimmt, aber es wird halt irgendwie witzigerweise nicht auf Deutsch gedubbt. Ich mag Lisa nicht, ich kann nicht mit der. Warte mal, hat die Katzentatzen unter den Füßen? Oh mein Gott, wie süß. Die hat Katzentatzen unter den Füßen. Nein. Oh Gott, ich komme mit dieser Team-Kombo gar nicht klar. Das macht mich so ein bisschen fertig. Ist nicht so ganz mein Team, würde ich sagen. Stimmt, klar, ja. Recht hast du. Piu, piu. Fehlt eigentlich nur noch, dass sie Nyan Nyan schreit.
komme auf diese Teamkombo nicht klar. So. Dann hätten wir das auch einmal erledigt. Dann können wir gleich für die gute Dame... Ah, ich kann auch noch meine Dingsbums abholen. Die habe ich auch noch nicht abgeholt. Bin ich durch den Wind heute. So, damit wäre Diona erledigt. Collie, keine Ahnung. Gucken wir mal. Will ja nichts sagen, aber süß sieht sie ja aus. Hat er gerade... Ach nee, der ist von alleine geflogen. Okay, ich wollte gerade sagen, hat er gerade fliegen gelernt. Kann ich das aufladen? Nein, kann ich nicht. Okay. Wieso ist Lisa überall dabei? Ah. Oh, wie süß. Guck mal, wie das da rumpoltert da drin. Aua. Wahrscheinlich. Es sind jetzt wahrscheinlich auch alle drei die Elemente, die mit Dendro reagieren. Weil Dendro hat ja jetzt, glaube ich, so wie ich mitgekriegt habe, auch nicht gerade die krassesten Reaktionen mit allem drum und dran. Wow. Ey. Aber süß ist sie. So, dann gucken wir mal. Dann kommen wir jetzt zu Jadegemach. Ups. Bam. Komm runter da. Also mit dem hat man das Shield ja gefühlt auch zu 100% ab. Lol. Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. Setzt dir einfach so ein Dings vor die Nase. $20 Chicken Nuggets. Ansonsten nehme ich den Platz hier hops. Boom. Und alles fliegt in die Luft. So, damit hätten wir Zhongli auch abgestempelt, sage ich mal. Dann schauen wir einmal nach Tighnarian. Tighnari. Mal gucken. Weil knuffig sieht der ja aus. Hat die Ährchen. Nicht getroffen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich gerade richtig verstanden habe, was er gesagt hat. Wer soll eine Fledermaus darstellen? Dafür hat er einen ziemlich plüschigen Tail da hängen. Hallo Kotori! Schön, dich hier zu sehen. Ja, so ungefähr habe ich das auch verstanden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, irgendwie.
Ich kann gern deinen haben. Ich würde gern sagen, ich könnte tauschen, aber ich kann leider noch nicht tauschen. Warum möchtest du deinen denn abgeben? Ja gut, das kann sein. Sind die sehr weit verteilt oder sitzen die einfach einzeln irgendwo rum, die Lotusteile? Thank you for Fast Level 30. So. Dann würde ich sagen, let's give it a try. Es gibt von den 60 Stück. Gut, das heißt, man kann ihn jetzt nicht direkt hochpushen. Hallo, Game? Ich glaube, mein Spiel ist kaputt gegangen. 1, 2. Sind es 5 oder 6 pro Seite? Ich spiele auf dem EU-Server. Wieso werden mir hier dann nur 5 angezeigt? Die Seite einfach kaputt. Genau, Europa. Egal. Let's pray. Genau, auf dem Europa-Server. Ich will gar nicht hingucken. Beim 50. Pull, okay. Beim 0 PT angefangen oder direkt quasi mit schon vorgespart? Wie, Glückwunsch. Glückwunsch für nichts. Alter. Okay, wir können noch zweimal ziehen. Aber Glückwunsch, dass du ihn gezogen hast. Aber ich denke mal, dass das mit der Zeit mit dem Lotus auch funktionieren wird, so. Okay, das wird wieder nix. Ah, sure. Ja, aber Child ist nice, Ayatu auch. Und jetzt mit Tainari, dann bist du ja eigentlich echt gut aufgestellt, vor allem was den DPS angeht. Okay, das war's zuerst mal für heute. Wir waren leider etwas unlucky. Es ist nur eine Fischel nach Hause gekommen. I created another universe and founded paradise. For I, Fischl, and the Prinzessin de Bei wie viel bin ich denn jetzt eigentlich? Das sind jetzt 5 pro Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah.
Nice. So. Das heißt, wir haben unsere Dailies erledigt. Wir können jetzt mit Guizhong weitermachen. Dann gibt es noch ein paar Primos vielleicht. Sind wir dann etwas luckier? Wobei, kann ich mir eigentlich noch Dings kaufen? Mein Ping ist mal wieder unbezahlbar. So. Ja. Ware. Da sind nochmal extra Primers. Ja, theoretisch könnte ich da schon rein. Ich bin halt nur von der Stufe her noch nicht so weit und mir fehlt halt an sich auch noch ein bisschen was, damit ich halt zumindest das Event von der Stufe her machen könnte. Also ich muss erstmal gucken, dass ich hier mit Lyra fertig werde. Oh, noch mehr. So. War noch nicht in Inazuma, ich mache gerade die Hauptquests in Leer. Ups. Bin ich falsch abgebogen? Bin ganz falsch abgebogen. Also ich muss quasi noch einmal komplett Inazuma machen. Es wird definitiv noch eine Weile dauern. Aber das Event geht ja, glaube ich, noch eine ganze Weile. Das Event geht ja noch einen Monat, also muss ich mich jetzt auch nicht unnötig hetzen. Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Whew, finally! Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Es war eine sehr bizarre Reise bisher. Odd. Bin mir nicht sicher, ob wir das Leben der Reichen und Mächtigen voll und ganz erlebt haben. Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself. As to remuneration for your help, I've decided to treat you to a meal. Oh, yes, don't worry. I will remember to bring the Mora this time. Ich konnte mir nicht mal eine Antwort aus... So, was? Tonight, I shall take you both to an old hole-in-the-wall, praised throughout Leer. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor, at third round knockout. Third Round Knockout. Okay. Damit haben wir Level 30 erreicht. Nice. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Primos geschenkt. So.
Das ist gut, das trifft sich gut, das liegt alles auf einem Weg. Schauen wir erstmal bei Catherine vorbei, was sie uns so Schönes für Stufe 30 anbieten kann. Keine Primos. Was haben wir hier im Abenteuerführer? Bären, Reiseführer und Vorbereitung. Okay. Oh, ich habe eben vergessen zu gucken. Ernsthaft? Uns fehlt genau ein Primo-Gem. Uns fehlt genau einer. So, dann lassen wir uns mal einladen. Hä? Habe ich das jetzt genauso um 1 Minute verpasst? Ja, ich habe es genau um 1 Minute verpasst. Ich habe heute echt wieder so ein Timing drauf. There's something in the air. Something that tells me a new case is brewing. Ah, you're here. There's no need to order. I've already done so. Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. Also können wir endlich was Alkohol... War das gerade so ein Insider gegen die Luke? Egal. Also können wir endlich Alkoholisches trinken? I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. Als hätte ich es mir nicht denken können. If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguang's Jade Chamber. Hey, there's even a storyteller here. Great atmosphere. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Teyvat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What does it mean to have all-seeing eyes? This, my friends, Lady Ningguang's masterwork that bridges earth and sky. Imagine, the weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, stretching out far and wide. They say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard. As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it.
These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping one or two of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or two ahead of your peers. Tianquan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the Exuvia, and we saw her at the Rite of Dissension. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Who's there? Paimon, lass uns gehen. Wait, I am not with the Millelith, nor am I here to claim your bounty. However, I am an emissary of the Liyue Chising. My name is Ganyu, secretary at the Yuehai Pavilion, and I have come specifically to meet you. Bote? Well, in concrete terms, I am the corporate secretary for the Chising. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Jueyun Karst. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this. Invite her to come here. I wish to meet her. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. Okay. And with that, the emissary who called herself Ganyu just disappeared. But we've received an invitation from the Liyue Chising. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. Beachte immer meine Manieren. An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Don't worry, we won't forget. Dihua Marsh. We'll see you there. Ein aufsteigender Stern. Okay, erstmal nehmen wir die Quest da drüben an. Und wir pullen noch einmal. Please. Nope. Naja, Träume sind da, um geträumt zu werden. Nehmen wir die Quest hier noch mit. Oh, du bist hier. Ich kann sehen, dass du kürzlich ganz schön viele Abenteuer erlebt hast. Wie es der Zufall so will, habe ich einige Anliegen, die ich für einen erfahrenen Abenteuer bräuchte. Wenn du interessiert bist, suche Tian. Ich habe die Aufgabe, Aufträge zu verteilen und sie weiterzugeben. Was ist mit dir? Ich? Bis jetzt gab es nichts, was mich interessiert hätte. Und zu Zeiten wie diesen braucht die Abenteuergilde jemanden, der die Stellung hält. Na gut, wenn du diese Aufgabe gerne übernehmen würdest, suche nach Tian. Sie muss eh irgendwann aufwachsen. Okay. Sternbild! Woo! So. So, wo schickt uns unsere schöne Quest denn jetzt eigentlich hin? Ziel verfolgen. Wie komme ich da am besten hoch? Okay, gucken wir einfach mal. Oder steht in der Quest irgendwas Besonderes? Du triffst dich am 3-Becher-Rausch auf... Okay, da gehen wir erstmal hin und gucken, was uns da erwartet.
Es wird eine ganz schöne Kletteraktion bis nach da oben. Okay. Dann einmal schön die Treppen hoch. Und dann fangen wir hier am besten schon mit dem Aufstieg an. Unsere Ausdauer ist immer noch nicht sehr hoch. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir... Okay, strahlender Drehkristall. Dass wir Klippenabschnitte finden, wo wir mit relativ wenig Ausdauer trotzdem noch gut hochkommen. Wir wollen ja nach der Hälfte nicht wieder abstürzen und von vorne anfangen. Ich wollte gerade sagen, jetzt sag mir nicht, dass ich hier nicht stehen kann. So, der nächste wird der da drüben sein. Dann der hier direkt vor uns. Und so können wir den... Da fange ich am besten da hinten an. Und so können wir den Berg auch Stück für Stück erklimmen. Ihr wisst gar nicht, dass ich da bin. So, ich hoffe, ich kann hier gleich stehen. Ansonsten bestraft mich meine eigene Dummheit. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Dann müssen wir gleich den Schlenker einmal hier drüben hin machen. Ja, hallo, hallo, danke. So, und dann sind wir auch schon angekommen. Look up there. That's the Jade Chamber. Und das ist ziemlich weit oben. This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Wir hätten die Botin Ganyu fragen sollen. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there nearby. Paimon ist immer so motiviert bei der Sache. So, unsere Quest schickt uns nach hier oben. Hey, look! There's some sort of mechanism thingy. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Vielleicht ist das ja der Pfad zum Jadegemach. Yes, this must be the way. Einmal unboxen. Nein, ich glaube, ich rutsche da gerade wieder runter. Am besten gehen wir wieder zurück nach Lea und fragen den Meliliten. Der Weg nach oben sollte doch kein Geheimnis sein, es sei denn... Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Paimon has a new idea. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? Übrigens, kann es sein, dass du mich nicht leiden kannst? No. Paimon may have just forgotten to think about the safety measures. Ich weiß noch, dass man mit dem Gijang-Geschütz weit sehen kann. Oh, that's right. Now that you mention it,
We could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Okay, ich bin nicht runtergedüst. I'm liking the look of this. Also schauen wir jetzt an der Ballista vorbei. Erstmal nehmen wir hier unten noch das Dingsbums mit. Das erspart uns in Zukunft nämlich einiges an Arbeit. War ja klar. So, dann machen wir uns auf den Weg zur Ballista, würde ich sagen. In die Höhle will ich nicht. So, wir nehmen den Weg außen rum. Dies wird knapp. So. Leben am Limit, wer kennt's nicht? So, dann sind wir auch schon fast angekommen an der Balliste. Die Milliliten sehen uns gar nicht. Oder sie sollen uns sehen. Halt! No. Who trespasses on these hallowed grounds? Wir sind auf der Durchreise. Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a millilith ambush here to arrest us. Wir haben das mit der Einladung einfach nur noch nicht erklärt. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? How shameless. What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. Line them up and knock them down. Danke, Paimon. Herzlichen Dank. Bring it on! Let's light it up! Confess! Eins kaputt, zwei kaputt. Und Nummer 3 folgt sogleich. So. Wieder kommt noch einer. Uncool. Bam. Den habe ich ein bisschen weggefeuert. Aber er ist zum Glück verstorben. Bam. Ich schmeiß die echt weit weg. Diese extra Feuerexplosion ist halt nice. What? Falsch, Kletter. Ah. So. Wendet einmal anfeuern, bitte. Wie viele sind das denn? Strike is one. I must leave no stone. Haben die alle kein Zuhause? Da standen eben 2, das sind jetzt mindestens schon
Ist eh hin. War's das jetzt? Danke. Stop! What's all this about? Lady Coaching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong Ballista. Who are you calling strange? Wir haben nur noch einen Weg ins Jadegemach gesucht. You want to go to the Jade Chamber? Who are you? We're invited guests here to look for the Liu Qixing. Who are you? Well, as it happens, I am one of the Liu Qixing. Oh, I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. Wir waren das nicht. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Denken ist gar nicht mal so schwer, Paimon. Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... Paimon, mach es nicht noch komplizierter, als es bereits ist. Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liu as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? You are mortals, and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Ningguang würde doch lieber verhandeln, oder? Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. The time of the Adepti has long passed. If even the Liu Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liu? Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? Paimon, jetzt mal im Ernst. But... Wait, that's right.
need to get one. Not to curry favor or anything, just to respect Liu's culture. Ah, ziemlich zielstrebig. All right. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and... well then. May we meet again, traveler. Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. Sie hat bei mir auch einen guten Eindruck hinterlassen. So, what should we give to Ningguang when we see her? Du nimmst die Sache mit dem Geschenk ganz schön ernst. Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar-frosted slime! Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? Und wie sollen wir das Zeug aus deinem Traum dann machen? With a certain boom shakalaka, of course. Let's go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. Finde das Material, das Paimon braucht. 0 von 3. Ich denke mal, wir brauchen Schleim. Und Schleim. Mit Schleim. Für den Extraschleim. Ach, was. Ich bin mir nicht sicher, ob das so das Geschenk ist, was man vielleicht so einer hochrangigen Person mitbringen sollte. Da gibt es bestimmt interessante Sachen als glasierten Schleim. Ei. Look at that slime. It looks crystal clear and very delicious. Paimon. That's the one. Leave it up. Let's light it up. Yeah. Bring it on. So, damit hätten wir das geschafft. Dann gehen wir mal einen weiter. Leckere Schleimabsonderung erhalten. Huh? Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? Huh? Did you hear that? Es hörte sich an, als würde jemand um Hilfe rufen. It seemed like it came from those ruins over there. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. There's no end to this. Pressure! Cyclone! I'm going in. Dann kümmern wir uns mal um die Spitzbuben hier. Ups. Bennett, einmal anzünden, bitte. Alles mit ein bisschen extra Boom. Warum bin ich gerade den Baum hochgerannt? Ihr steht mir dazu nah an der Klippe, wisst ihr das? Bam! So, damit hätten wir die einmal besiegt und wir haben auch gleich den Schlüssel für den Käfig erhalten. Benutzen. Mengdan. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders. When their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were in a bad mood, they'd rearrange my face. Aw, it was nothing. No need to thank us all at once or anything.
I understand. Don't worry. I will compensate you both. Das brauchst du wirklich nicht. Don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it, they'd caught and imprisoned me. Is there anything that you lack? Antiques, treasure, various knickknacks, you name it. Well, as long as you want what I have to offer, of course. Mir reicht ein guter Wille, danke. Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Great! Paimon Sugar Frosted Slime now comes in a beautiful package. Okay. So, anscheinend müssen wir hier die Zuckerblumen oder die besondere Zuckerblume mitnehmen. So, und dann holen wir einmal unsere wunderschöne Geschenkbox ab. Paimon möchte ihren Slime so richtig hübsch verpacken. So, guten Tag. Hey there! A guy called Meng Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Meng already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Meng. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Yep. It's great! Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure. Please help yourselves. As long as it's on our shelves. Was ist denn da gerade mit Paimons Stimme schiefgegangen? Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. Woohoo! It looks beautiful! Glasierter Schleim. Irgendwie fühle ich mich schuldig. Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. Dann tun wir das mal. Schleim in Zuckerglasur erhalten. Om nom nom. So, dann können wir hier auch gleich noch eine Quest annehmen. Beamte Zhao. Ich halte es nicht aus. Was ist denn? Meine Arbeit mit dem Rat für allgemeine Angelegenheiten hat sich in letzter Zeit wirklich... Ist zu schnell für mich? Kann ich helfen? Das würdest du tun? Das wäre toll. Es ist eigentlich nicht schwierig. Alles, was ich brauche, steht sehr deutlich auf den Formularen. Nimm einfach die Formulare und sie werden schon sehen, was sie tun müssen. Die wichtigsten Aufträge sind Yangzhou und der Nervöse an. Bringe beiden diese Formulare. Bitte komm zurück und sag mir Bescheid, wenn du die Formulare ausgehändigt hast. Okay. Ja, jetzt aber nach da hinten. Da lang. So, dann schauen wir mal.
Ach ja, ach ja. Dann sind wir heute auch schon wieder ein gutes Stück vorangekommen, was unsere Hauptquest angeht. Wobei wir noch einen sehr, sehr langen Weg haben bis zum aktuellen Content. Aber es geht voran. Ich glaube, wir müssen da oben irgendwo hin. Huion. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Vielleicht. Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? Wir wurden einfach nie richtig eingeweiht. Es hieß, wir sollen herkommen und wir kommen her. Punkt. I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. It's Ningguang. Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. Ich bin zum ersten Mal so weit oben. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. Hi Kai, schön dich hier zu sehen. Freut mich, dass du reinschaust. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Diesen Tingshuan mangelt es nicht an Ehrgeiz. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. Wait, was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. Simon, keine Schimpfwörter hier. Wir haben auch den Yuheng vor kurzem getroffen. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Ching sagte, dass die Xixing Rex Lapis nichts Schlechtes wünschen. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. Okay. Mit einem Fuß im Himmel. Sprich mit Ningguang. Erstmal holen wir unsere Primus ab. Ganz schön mutig. I believe that you've heard of the Archon War. Nicht wirklich. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost.
Ich habe gerade kurz drüber nachgedacht, aber dann war ich mir nicht sicher, ob ich für die Quest wieder nach da oben komme, deswegen. Ich glaube, ich lasse das lieber. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? Warum versteckt ihr dann den Leichnam des Stammesvaters der Adepten? That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvia was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? Er? Vielleicht? Huh? What are you two talking about? Well answered. The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. Uiuiuiui. Komm doch nie wieder hier hoch, wenn ich hier einmal runterfalle. So, dann schauen wir uns das Ganze mal von innen an. Hallo Dimension, schön dich hier zu sehen. Wie geht's? Wowee! What a huge hall! Schön, dass du reinschaust. I've never seen such a fancy place before. Gibt's hier Bücher? Kann ich hier Bücher mitnehmen? Bücher? Bücher? Alles gut soweit. Einmal strecken. Wieso, wo muss ich hin? Oh, hier geht's ja rund. Kann ich hier trinken? Nein. Habe ich jetzt eigentlich schon meinen Schleim übergeben? Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Naturally. Wir haben Fische gezogen. Mehr sage ich dazu nicht. Es war sehr, sehr ernüchternd. Das da drüben ist... Isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust.
But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... Ich muss sagen, Tenari macht schon echt Spaß zu spielen, so. Also zwischen deinem Glauben und ihrem Nicht-Glauben. You'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. Anstrengend. Viel klettern, viel durch die Gegend gefliege. Ganz, ganz viele Ebenen. Aber der Blick in die Wüste ist cool. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Und in irgendeinem Gespräch ist anscheinend das Wort Roter König gefallen, was für mich die Hoffnung höher macht, dass der Feuer-Arkon doch ein Typ werden könnte. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for their rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? Also wirklich, Paimon. Das ist... Ist das nicht etwas forsch? GZ, das heißt, du hast Zhongli gezogen? Glückwunsch! It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, and you may take it with you. Yay! Paimon was just waiting for you to say that. Let's see, what should we get? Kann ich den Goang mitnehmen? One of the sheets on that wall. What? Don't look at Paimon like that. One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Let's grab one, the biggest one. Manchmal möchte ich Paimon einfach an die Wand. Ja. Ja, verständlich. Das ist ja auch was ganz Tolles, wenn man endlich mal sein 50-50 gewinnt und dann vor allem noch bei einem Charakter, den man halt wirklich so unbedingt haben möchte. Ich freue mich richtig für dich. Ich hoffe, du kannst jetzt ganz viel Spaß mit ihm haben und vor allem auch diese ganzen Klee-Arschbomben. Oh mein Gott. Ich muss das irgendwann wirklich mal sehen. Ich stelle mir das ultra cute vor. Weil ich habe noch keinen kleinen Charakter eine Arschbombe machen sehen und dann natürlich Klee in so einem kleinen Pool, so eine Arschbombe. Oh mein Gott. Das ist bestimmt voll cute. Das kann ich mir vorstellen. Macht sie dabei auch irgendein niedliches Animationsgeräusch? Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked
marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Paimon ist halt schon übelst dreist, so. Ich bin mir halt nicht sicher, weil ich nicht so häufig von irgendwo hoch ins Wasser springe, ob die Charaktere dabei wirklich Geräusche machen oder nicht. Aber es wäre halt schon cool, wenn die bei so einer Arschbombe dann so ein süßes kleines Yay oder was weiß ich nicht was rausbrüllen würde. Das wäre halt voll süß. Sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. That doesn't sound like treasure at all. Ich weiß nicht, Paimon ist halt auf so eine andere Art und Weise total dreist. So, ich weiß nicht, ich hab nicht das Gefühl, dass es bei Paimon gewollt dreist ist, sondern einfach dieses so, oh mein Gott, ich möchte das jetzt haben, wie halt bei so einem Kind, so. This piece of paper shows that a Chising spy discovered traces of classified Fatui research on the sigil of permission. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. Spreading rumors, wanting to get their hands on the Archon's body and whatnot. But research on the sigil of permission? Paimon wonders what they're up to. Speaking of which, there's also some connection between you and the sigil of permission. Seems there's still more for us to find out. Dann ist Paimon aber ein ziemlich intelligentes Kind. Ja, schon krass. Es entwickelt sich alles ein wenig zu perfekt. Oh, you really think so? Ja, kein Problem, lass dir Zeit. Bin echt gespannt. Well, should we not go then? Nein, was ich meine ist... Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. Lass uns ein paar Fatui verhauen. Yay! Na, reicht es? Reicht es? Nope. Eigentlich wollte ich das Buch mitnehmen. Das Buch möchte ich auch gerne mitnehmen. Hat keiner gesehen? Niguang, ich habe dir kein Buch. So, have you made your choice? Yes. You don't have to confirm it with me. Just choose one and take it. Afterwards, why not sit down for a while in the Jade Chamber? Or have a short stroll. Rest is also an integral part of any journey. Das klingt bestimmt total niedlich, wenn sie da runter springt und hier ruft. Vielen Dank für deine Gastfreundlichkeit. Come now. There's no need to stand on ceremony. Loosen up a little. Sorry. Anything business. Entschuldigung, ich wollte dich nicht umbringen. Umrennen! Umrennen! Das habt ihr jetzt nicht gehört. Oh mein Gott. Lady Ningguang looks stunning today. Oh nein! Oh Mann, ich rempel sie an und das nächstbeste, was mir einfällt, Entschuldigung, ich wollte dich nicht umbringen. Das kann man ja nicht mal versprechen, denn... Oh mein Gott. So. Wenn du möchtest, kannst du runterzählen, 3, 2, 1 und dann springe ich. Und dann spielen wir das Spiel. Mal gucken, ob ich lebendig unten ankomme. Oder nicht. Wenn du möchtest, du. Ich meine, du bist auch derjenige, der vorgeschlagen hat, dass ich springen sollte.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, mit einem Pillar kommt man auch recht gut voran. Ich glaube, ich bin eine Sekunde zu früh gesprungen und. Das war knapp. Ich wäre mit dem Hintern direkt auf diesem Ast gelandet. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Das wäre es ja noch gewesen. Sterbe ich da, weil ich in den Baum raschel und mir dann erstmal gefühlt das Rückgrat an einem Ast breche. Ich kann da hinten eine Quest annehmen. Hi. Na? Also handelt es sich dieses Mal als Tanquital. Nicht wahr? Stimmt etwas nicht? Oh, Chrome, du bist es. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin es. Schön, dich kennenzulernen. Okay. Weil wir gerade davon sprechen. Bist du in letzter Zeit einmal im Tanquital oder bei Nantianming gewesen? Die Gilde hat in den letzten Tagen praktisch pausenlos Berichte über Erdbeben in diesem Gebiet erhalten. Zuerst waren es nur schwache Erdstöße, die sich seither allerdings zu einer ernsthaften Angelegenheit entwickelt haben. Dann haben wir vor nicht allzu langer Zeit von einem besonders schweren Erdbeben erfahren, das Teile der Berge und Ruinen zum Einstürzen gebracht hat, wodurch eine gigantische Grotte zum Vorschein kam. Der Bericht erwähnte außerdem noch einige unbekannte Monster in diesem Gebiet. Was deren Beschreibung angeht, könnte es sich um dieselben Geodrachenechsen und alten Geodrachenechsen handeln, die einst Livia terrorisiert haben. Benötigst du meine Hilfe? Ich wollte dich bitten, dass du dich ins Tyantal begibst. Ich spreche das total falsch aus. Um diese große Grotte zu untersuchen und über die Effekte zu berichten, die diese Erdbeben auf die Umgebung gehabt haben. Was diese Monster angeht, sollten sie wirklich in großer Zahl aufgetreten sein, dann dürfen wir diese Bedrohung ebenfalls nicht außer Acht lassen. Und wir müssen uns schleunigst eine Gegenmaßnahme ausdenken. Natürlich wird all dies als offizielle Tätigkeit für die Gilde gewertet und du wirst auch dementsprechend belohnt. Was hältst du davon? Ich werde es natürlich tun. Vielen Dank. Bitte gib auf dich Acht, während du dieses Gebiet auskundschaftest. Klar doch. Warum hat der so ein krasses Dingsbums? Warum hat er da so ein Ding über dem Kopf? Egal. Oder ist das meine Reise in den Chasm? In die Kluft? Dann gehen wir mal ein paar Schritte zurück. Da muss ich immer gucken, wie ich das mache. Ob ich dann einfach bis Sumero durchrushe oder ob wir nebenbei noch Sumero sage ich schon. Oder ob wir halt nebenbei noch Enkanomia und die große Kluft mit erkunden. In Lühe gibt's noch einen riesengrößeren Pool als in Inazuma. Wie cool ist das denn? Warum sollten die denn böse auf uns sein? Wir haben nichts getan. Nope. Du nicht. Nee. Du. Der am rechten Rand von Lühe, da müsste ich gleich mal gucken, was der rechte Rand ist. Ja, genau. Bam. Eins, zwei, drei. Woo! Batsch. Ich schaue gleich mal nach dem Kampf. Ich glaube, bevor ich mir die Oh mein Gott, mein Leben. Ich glaube, bevor ich mir die Vorschau angucken kann, muss ich erstmal raus aus dem Kampf. So, dann hauen wir den mal. Bam, 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 bam. Nicht mit mir. Kriege ich das damit weg? Nein. Hey, teleportier dich nicht weg. Unhöflich. Hilfe?
Ich habe eindeutig die falschen Sachen dabei, um gegen diese Truppe zu kämpfen. 1, 2, 3, 4. Bam. Nein, er hat mich zerrupfelt. Uncool. Jesus ist halt aktuell auch leider der Einzige, der bei mir in irgendeiner Weise ein bisschen Schaden macht. Ah! Hey, ich habe gehört, Menschen hauen ist uncool. Tut zwar dasselbe, aber es ist uncool. Es dauert nur noch Stunden, bis wir hier fertig sind. 1, 2, 3, bam. Nicht mit mir. Na, was passiert? Kriegen wir das Schild schneller durch oder kippt er schneller um? Ich wollte nicht klettern. 1, 2, 3, bam. Jo, ist es. So, arbeiten wir noch ein bisschen. Perfekt, dann können wir gleich hoffentlich auf den anderen... Wehe, nein. Das war jetzt zwar gewastet, aber ich wollte lieber auf Nummer sicher gehen. So, Noel haut jetzt noch einmal das Schild weg. Und dann hauen wir den guten Herrn auch mal um. Extra Schaden durch Verwirbelung nehmen wir natürlich immer mit. Ich hab's nicht so mit Aufladeattacken, ich bin da zu ungeduldig für. Ich habe noch kein neues Schild, schade. So, einmal wieder anfeuern. Hau dich einfach um, großer Mann. Bam. So, dann machen wir den nochmal an. Okay, anscheinend bringt das nicht das, was ich dachte. Und dann gehen wir da mal hoch. Will ich nochmal gegen ein paar davon kämpfen? Und ihr habt mich gesehen, es war so klar. Nein, du bist der Healer. Uncool. Nicht mit mir, Großer. Nö. Nein. Das war so knapp. Weg mit dir. So, dann müssen wir jetzt nur noch um den einen da großen, den einen da oben kümmern. Und dann können wir mal schauen. Ei. Öfter hier? Ach nee, Feuer auf Feuer macht wenig Sinn. Ich habe nichts mit Wasser. Schade, ey. Ich kann dich auch nicht hier runterhauen, wie ich sehe. Oh, Noel. Bang, 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 bang. So. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Da kann ich nicht mal sagen, ich hole mir die Hilfe von Bennett. Ich mache so gar keinen Schaden. Was ist das? Nein, nein, na. Kommst du runter hier? Na? Bist Stress? Komme ich halt wieder hoch. Wenn du so spielen willst, dann können wir so spielen. Ich merke, ich sterbe hier gerade. Yes. Wobei ich glaube, wenn man weiß, wo man Koalapis sammeln kann, dann kann man auch relativ gut Koalapis mit ihm sammeln. Also dann kommt man da auch relativ gut dran, denke ich mal.
Ja, das Problem ist, mein Level 40 Char ist halt auch aktuell mein stärkster Charakter, aber dadurch, dass ich für den halt Inazuma-Materialien brauche, kommt der halt aktuell auch leider nicht weiter als Level 40. Nein! Manchmal sollte ich vielleicht einfach mal drauf achten, wie viel HP meine Leutis haben. Bam. Kann ich bitte dein Schild durchhauen, dann kriegst du nämlich perfekt. We did it. Leben am Limit nenne ich das. Wobei ich glaube, Koalapis kann man, glaube ich, auch noch durch Erkundungen bekommen, oder? Dass man da noch zusätzlich was zu dem, was man eigentlich sammelt, noch jeden Tag an Erkundungen kriegen kann. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Koalapis da auch mit reinfällt. Ah, hier ist irgendwas. There are so many talismans here. And some stacks of blank paper too. What are they for? Vielleicht versuchen sie, einen Talisman zu vervielfältigen. Paimon's seen this pattern before, but where? Oh, Paimon knows! It looks just like the sigil of permission the child gave you. But how did a relic of the Adepti end up in the hands of someone like Child? Suspicious. Es ist nicht nur eine Reliquie. Oh, that's right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Vtuber are copying the Sigil of Permission in hopes of achieving a similar effect. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. Vielleicht ist dieses Papier nur ein Auszug aus einem viel größeren Plan. And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon hates being late. Aber ich glaube, wir kommen häufig genug zu spät, weil du noch aufessen möchtest. Schade. Gibt es sonst noch irgendeine Möglichkeit, da zusätzlich dran kommen? Ich glaube, ich habe da mal eine relativ interessante Route gesehen, wie man das farmen kann. Ich muss mal schauen, ob ich die noch habe. Mit der ging das, glaube ich, relativ fix. Weißt du schon, auf was du ihn bildest? Gehst du auf Full Shield oder gehst du mit ihm ordentlich auf Damage? Stimmt, mit der interaktiven Karte ist auch immer eine gute Idee. Da kannst du dir das anzeigen lassen und dir dann eine gute Route für dich raussuchen. Ich glaube, hier oben in dem Bereich kann man gut was finden. Und ich glaube, hier irgendwo konnte man auch noch was... Oder war das hier? Ich bin mir gerade unsicher. DPS? Ja, DPS ist natürlich auch cool. Dann einmal so richtig schön mit dem Meteor bursten. Right on time. I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy-schmancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Es wird dann ungefähr sowas. Zhongli goes brrr. Jeder, der Geschäfte macht, kann freundlich sein. Yeah, her take on Ningguang is quite different from Paimon's.
She thinks that even the tactless Yuhang is more trustworthy than her. Oh, so you also met with Keqing then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Hi auch bei Dragon, schön, dass du reinschaust. Und, ja, ich glaube generell, wenn man mit Zhong nie zu tun hat, wird man ziemlich arm. Egal, ob man ihn jetzt bilden möchte oder ob man einfach sagt, wir schlendern mal durch die Stadt. Er plündert jede Geldtasche. No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart, though they are both members of the Qixing. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Ningguang ist sehr schlau. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. Das hat Sinn. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. Ich habe mich gerade verlesen. Ich habe nicht gelesen, dass sie nach der Ermordung von Rex Lapis ständig was versuchen, sondern dass sie ständig versuchen, Rex Lapis zu ermorden. Und ich saß da so, hey, warte mal, was? Oh nein. Manchmal sollte man auch einfach richtig lesen. Und jetzt versuchen sie den Kassierschein. Mhm. Und jetzt versuchen sie den Passierschein zu kopieren. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Dihua Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingsa Village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No. Those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. Oh. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. Nice. Dann hast du es ja fast geschafft. Hast du noch genug bei dir? Ansonsten kann ich dir auch anbieten, dass du kurz bei mir die Welt plünderst. But I'll need your assistance in gathering these flowers. Also brauchst du mich zum Singen? That's correct. Your singing will surely bring out the strongest fragrance from the flowers. So how good is your singing? Ich bin ein Profi. Einfach einen Schritt zurücktreten und zuhören. Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once she starts singing. Ich hoffe, meine Stimme ist wirklich so gut. Oh, und ich muss erstmal gucken, dass ich meine Welt wieder freikriege.
Ansonsten bringt das Angebot mir gar nichts. So, da ist so ein Ding. Dann lass mal reinträllern da. It's time to sing whenever you're ready. Ach, herrje. Klingt doch gar nicht so schlecht. Flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Lille? Aua. Nein, ich bin eingefroren. Ich bin nochmal eingefroren. Kann ich die hier reinschleudern und dann ertrinken die einfach? Aua, aua, aua. Ja, geh noch ein bisschen näher ran. Das machst du super. Mach weiter so. Yes. Komm, noch ein kleines bisschen. Passt. Nein. Es hätte so schön klappen können. Komm schon, rein da mit dir. Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. Unerwartete Feinde. This little monster is known as a whopper flower. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. That's so lame. Excuse me. Are you searching for glaze lilies? Oh, hey, it's... What's her face? Wieso kann ich Xiaomei sagen? Paimon can't remember. Sei gegrüßt, Ganyu. Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Doch, du hast sie vorgestellt. That reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope, we found the way on our own. Wir wären nicht den weiten Wir wären nicht den weiten Umweg gegangen, wenn wir nur gefragt hätten. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Something seems a little off about Ganyu. She's Paimon. acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. Also sind 5 von denen, die wir kennen, quasi schon die zweite Generation von Archon. Oder wie muss ich das jetzt verstehen? Das heißt also? Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing.
This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Alle Opis und Omis. Huh? Did you just say as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. Das erklärt die Hörner. I've continued those duties to this very day. Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? Mhm. I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. Die schlägt mich aber nicht, oder? We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff, too. Thanks, Gunyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. Good luck. Bye-bye. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Okay, dann gucke ich, dass ich noch meine Welt freikriege. Und dann können wir das heute oder morgen gerne noch machen. Zhongli ist der richtige Mann für die landwirtschaftliche Entwicklung. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See? Zhongli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. Okay, wenn du möchtest, dann kannst du auch gleich reinjoinen. Weil jetzt aktuell geht das wieder. Soll ich dich irgendwo an einem bestimmten Punkt absetzen? Ich meine nicht, dass meine Karte jetzt großartig vorhanden wäre. Aber wenn du möchtest, kannst du einfach reinjoinen. Oh, it's all coming out now. Dann würde ich so lange noch mal kurz in Mondstadt weiter nach meinen Dingsbums suchen. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg. Der sieht aber auch schnieke aus, der hier. Bin immer am Überlegen bei seinem Outfit, ob jetzt die langen Streifen vorne zu einer Weste gehören und sein Frack quasi einfach so nach hinten läuft oder... Oh ja, ich möchte die Arschbombe sehen. Habe ich da schon einen Teleportpunkt hin, oder? Ich glaube, nach ganz links kann ich noch gar nicht. Okay, okay, ich bin bereit. Da war das Hallo Helian, schön dich zu sehen. Ist das noch zu...
nicht hoch genug? Weil bei mir wird leider keine gezeigt. Schön, dich wieder hier zu sehen. Ich überlege gerade, vielleicht am Lühe Harbor. Da gibt es ja einiges, wovon man runterspringen kann. Nein. Oh, in diesem Ding bin ich auch so häufig ertrunken. Wäre von hier eine gute Idee? Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Magst du das nochmal machen? Oh mein Gott, wie niedlich. Ja, kein Problem, alles gut. Man schaut vorbei, wenn man Zeit hat. Das war ja süß. Das ist super knuffig. Was? Hast du die Seile da? Muss ich erst mal gucken. Ah. Den hat er leider nicht ganz mitgemacht, aber ist voll knuffig. Aber das kann ich mir bei Klee auch super vorstellen. Ja. Ach nein, ich breche das immer ab, verdammt. Ich mach, glaube ich, einfach nur einen Körper, oder? Oh, ich sollte vielleicht springen. Hui. Und... Hier, ich fang dich auf. Ich versuch's irgendwie. Passt, okay, das heißt, ich muss nach hier vorne, wenn ich dich auffangen möchte. So, ich hoffe, meine Karte ist dir nicht zu... Ja, sie ist einfach mega niedlich. Ich hoffe, meine Karte ist dir nicht zu unaufgedeckt fürs Farmen. Also, wenn ja, dann tut es mir echt leid. Ich glaube, ich ertrink gleich. Oh, das ist doch schön, wenn man mit sowas so viel Quatsch machen kann. Oh. Ich bin ertrunken. Ich habe nicht aufgepasst, ich bin einfach ertrunken. Oh mein Gott.
So, dann gehe ich jetzt noch ein bisschen Monster erkunden. Und ich hoffe, du findest all das Kohlabis, was du brauchst. Ich habe einfach random ertrunken, so. Ich habe meine Leiste halt nicht gesehen. Ich dachte, ich kann den einen Schritt noch machen. Oder einfach blub. Where do you want to go next? Oder ich kann nebenbei einfach versuchen, ein bisschen mehr von der Karte freizuschalten, damit es dir einfacher ist mit dem Farm. Fangen wir mal hier an. Kann ja nicht immer alles super laufen. Manchmal muss man auch einfach random ertrinken, damit es witzig wird. Oh Mann. Sowas passiert aber auch immer nur mir. Ja, ich guck mal, irgendwann muss ich ja eh mal die Karten erkunden komplett. Weil ich habe ja bisher mehr oder minder versucht, mit der Hauptquest durchzurushen. Aua. Das ist uncool. Ich glaube, ich verbrenne gerade. Heute ist echt nicht mein Tag. Erst lässt mich Neri im Stich. Und jetzt läuft das. Habe ich eigentlich wieder genug? Nope. Egal, das Banner geht ja noch eine Weile. Also ein bisschen Zeit habe ich noch. So schwer kann das ja nicht sein, ihn nach Hause zu bringen. So, nach da hinten muss ich. Da werde ich zwar mit dem Fliegen nicht hinkommen, aber egal. Sieht schon alles sehr nice hier aus. Aber ich habe ein bisschen Angst davor, mit diesem ganzen Erkunden anzufangen. Ich meine, ja, es wird, wenn es sich läppert mit den ganzen Schatztruhen und allem drum und dran, wird da echt krass viel an Primo-Gems und so rumkommen, aber die Zeit, die man dafür investieren muss, ist halt auch schon heftig. Nennen wir es heftig. Ach ja, ich habe letztens den Kompass ausprobiert, den ihr mir empfohlen habt, und ich dachte, ich könnte ihn öfter als einmal benutzen. Ich habe einen gecraftet, habe mir das Teil geholt und dann saß ich da. Wo ist der? Warum ist der nicht mehr in meinem Inventar? Und ja, ich wusste nicht, dass man den nur einmal benutzen kann. Jetzt muss ich ganz viele Löwenzahnsamen sammeln, damit ich mir noch mehr craften kann, um meine letzten Anemokulisse. Wie heißen die Dinger denn? Wie heißen die Lieben denn? Habe ich noch einen im Inventar? Anemokulus. Damit ich halt die letzten dann auch noch zusammenkriege. So, dann schnappen wir uns gleich mal die Statue hier. Ich kann die Statue nicht freischalten. Ich kann die Statue nicht freischalten. Oh Mann. Ich zumindest die Schickchen. Hi. So. Da wollte aber auch einer flexen, da so oberkörperfrei rumzusitzen. Wenn du alles hast, dann kannst du das gerne machen, aber sammel erstmal in Ruhe zu Ende. Sammel erstmal in Ruhe zu Ende. Ist Level 70 für dich das aktuelle Maximallevel für deine Charaktere? Ich chill so lange noch ein bisschen mit dem Geo-Arkon hier. Ich wünschte, ich hätte so eine Hinsetzfunktion. 90 ist Max. Aber ich glaube, für 90 muss man da Stufe 7 haben. Oder geht das auch schon mit Stufe 6?
My intuition tells me that something very interesting is about to happen. Mit 50 kann man dann quasi auf 90 hochwerten. Okay. Fehlen mir auch nur noch 20 Level. Wobei ich glaube, irgendwann wird das auch ziemlich anstrengend, sich die Level zusammenzufarmen, weil einfach die Erfahrungspunkte, die man braucht, immer mehr werden. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass der Charakter ein Halsband trägt. Oh mein Gott, allein für die Animation würde ich den gerne haben. Oh mein Gott. Das ist cute. I need to search high and low for evidence. Okay. Aber Mora sollte man ja dann auch relativ, sag mal, schnell zusammenkriegen, wenn man dann anfängt, die Mora-Leylines zu farmen. Dann bist du, glaube ich, auch spätestens morgen mit ihm durch. Zumindest bis Level 70. Ja, ich glaub, Mora ausgeben geht immer schneller als Mora beschaffen. Ich meine, bei mir kann ich sagen, da ist das... Wieso? Hä? Okay. Ich meine, bei mir geht das ja an sich noch. Ist ja alles noch nicht so teuer. Dankeschön. Weil ich dachte, ich könnte das jetzt nebenbei noch ein bisschen erkunden. Ich wusste nicht, dass quasi das Aktivieren von Statuen im Mehrspielermodus einfach ausgeschaltet ist. Ich dachte, ich könnte halt nebenbei noch so ein bisschen Karte entdecken, damit du es halt einfacher hast mit Orientierung und so. Aber nein, darf ich nicht. Manchmal ist der Mehrspieler-Modus schon so ein bisschen komisch. So, dann gucken wir mal. Ich weiß nicht, es kommt wahrscheinlich noch relativ viel. Wie ist denn so euer aktueller Konzentrationsstatus? Sagt ihr, ihr könnt noch ein bisschen? Oder wollen wir nächste Woche weitermachen? Weil wir haben ja heute auch wieder einiges geschafft. Wir sind jetzt, glaube ich, in Akt 3. Genau, wir sind im ersten Kapitel von Akt 3. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch gut 1 bis 2 Stunden an Material haben. Aber ich denke mal, länger als 11 werde ich heute auch nicht machen. Und wir gucken einfach mal, wie die Stimmung über die Zeit so ist. Oh, da steht ein Vtuber. Dann hören wir es. Atmosphere is highly abnormal. It seems as though something big has happened. We should ask around a little, just to be safe. Okay. Also das heißt, ihr sagt, ihr könnt noch. Perfekt. So, dann sprechen wir mal mit Felix. Ah, you're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Krass. Ging das schnell? War es interessant für dich? Oder sagst du einfach durchgerusht und gib ihm so nach dem Motto? Ich glaube, der Sumero-Content ist halt auch komplex mit dem ganzen
Umgebungskram und allem drum und dran und den ganzen neuen Mechanics. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo-Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Uff, da kann ich mich dann ja noch auf einiges gefasst machen. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Vtui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millelith must rein in the actions of the Vtui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Wir können nicht einfach so tatenlos zusehen. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng funeral parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng funeral parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Okay, gucken wir mal. Having connections with the Vtui seems to be quite the double-edged sword. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Den Grafen. Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. He must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Where would he go at a time like this? Komm mit mir. Gucken wir einfach mal. Teleportieren wir uns hier hin und dann laufen wir ein Stückchen zu Fuß. Jetzt geht's wahrscheinlich endlich in die Goldstube. Es geht sogar endlich in die Goldstube. Bin echt gespannt, was uns da erwartet. Wird der Geo-Würfel schlimm oder werden die Koalapis schlimm? Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue, aber ich habe das Gefühl, es ist falsch. So, dann schauen wir mal. Das Koalapis ist halt echt anstrengend zu sammeln, weil das, glaube ich, relativ weit verteilt ist, oder? So, wir sind in der Goldstube angekommen. Ich habe Angst um meinen Hintern. Wow! This is the
The golden house? It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of mora. This is where all of Teyvat's mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few mora go missing. Wenn du möchtest, kannst du die Tage auch noch bei mir den Rest an Kohlapis plündern. Wenn das so einfach wäre, wäre dieser Ort schon längst geleert worden, Paimon. Oh, so it's a trap. Tricky, tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of mora. It's like a dream come true. Manchmal bin ich mir nicht sicher, was Paimon mehr liebt, Mora oder Essen. Wir sollten zuerst nach dem Leichnam sehen. Oh, right. Back to business. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. Huh? Look! What happened here? Ich glaube eher weniger, dass Zhongli herumliegendes Mora mitnimmt, als dass er quasi einfach davon ausgeht, dass immer irgendwer da ist, der für ihn zahlt. Aber ich glaube, wirklich Mora mitnehmen wäre eher weniger sein Ding, oder? Sie wirken alle bewusstlos. Uh-oh. Paimon smells trouble. Trouble. Quick! We have to go make sure that the Exuvia is all right. Prepare for trouble. Make it double. So. Ich muss hier kämpfen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich besser wäre. Hab ich? I take that. I take that. Ich hätte auch wechseln sollen, egal. So. Sieht halt schon episch aus. You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Sieht aus, als wäre ich gerade zur rechten Zeit da gewesen. Although I'm deeply grateful to you that I was able to effortlessly find this secret location, don't you think that trying to stop me now would just be wasted effort? Stopping the Mora Mints, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. She will get that which she desires. Da habe ich eine andere Frage. Wenn so ein Gott wirklich stirbt, und jetzt zum Beispiel gehen wir mal davon aus, Barbatos, Venti hat ja sein Gnosis nicht mehr. Und Venti würde jetzt versterben. Könnte dann ein neuer Anemo-Arkon entstehen? Oder braucht dieser Arkon dann den Gnosis quasi von dem Arkon, der verstorben ist, um zum Arkon zu werden? Oder würde der gestohlene Gnosis dann quasi direkt aus den Händen der Fatui wegteleportiert und in seinen neuen Host teleportiert werden? Da wird dann einfach ein neuer entstehen und dann gibt es halt einfach mehr Gnosis, oder hat der neue Arkon dann einfach dieses Teil nicht mehr? Nicht solange ich da bin. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that.
When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, Traveler. I'll just play along, to feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is there? Ich kann dich niemals besiegen. Ich fürchte, du irrst dich. Fighting talk, I love it. Now let's see you live up to it. Ich hab Angst um meinen Hintern. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with the Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Flags fly! As a good knight should. Cowering already? Ah, den solltest du aber, glaube ich, relativ easy besiegen können. 2, 3, bam. Ey, pack dein Schild weg, Dude. Schilder sind meine Aufgabe. Oh mein Gott, warum bin ich halb tot? Steady as stone. Adventure time. Komm zurück! Wenn ich im Fight das mache. Das Cheaten. Kannst du bitte... Wie Poor Timing? Hey! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde gewailed. Ey! Kannst du bitte aufhören, mich voll zu spammen? So. Au! You don't want to do this. You've got a trick. Haha, good. No wonder Signora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. Also bisher scheint das hier, glaube ich, noch ganz gut zu laufen. Aua. Ich sollte sowas nicht laut sagen. Nein! Teleportier dich doch nicht einfach weg. What? Ich bin gerade erstaunt darüber, dass ich so weit komme. Aua! Ey! Ich hau dich. Was? Das wüsste ich aber. Leave it all to me. Let's light it up. Habe ich es geschafft?
wie Paimon versucht auf mich aufzupassen. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected! Well then, I'll be taking more Axis Gnosis now. Huh? I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? Hilfe? Ich habe das Gefühl, das wird jetzt nicht angenehm. Nein. Steady as stone. Dankeschön. Aua. Oh, ich bin froh, dass ich die Tage noch ein bisschen aufgestockt habe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Hilfe! Aua. Oh nein, ich werde gewailt. Hey, ernsthaft? Der war unfair. Einmal Nomsen. Uncool. Ich bin nass. Schön. Wir haben es fast geschafft. Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis.
who had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you. We didn't take it. Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? Liegt daran, dass wir nach und nach meine ursprüngliche Kraft wiederherstellen. You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Rex Lapis lebt noch? Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. Oh. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Ich habe deine Forschung mit meinen eigenen Augen gesehen. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing. Ich habe ein ganz doofes Gefühl bei der Sache. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on? Uh-oh.
happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Genau, die Kleine. Ich hab Angst. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Chising, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is not necessarily. What? But all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Chising did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Yep. Let's get going. The three Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Vtuber disturb their work. All able Millilith, with me! Das kann ja wieder was werden mit meiner Gruppenzusammensetzung. Ach, du bist der Heiler, weg mit dir. Let one see what you're made of then. What strength remains within you? One wishes to witness. Okay, der ist kaputt, bevor der sein Schild machen konnte. Ey! Okay. Es scheint angenehmer zu verlaufen, als ich mir gedacht habe. Ich dachte... Kann ich dich hier runterschmeißen?
Anscheinend nicht. Schade. Ich muss das jetzt 6 Minuten machen. That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. Okay. I must leave no stone unturned. The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. Ich glaube, Nick Wang hat schlechte Laune. Break a leg! As a good knight should. Nein. God's attacking again! There are so many Fatui too! We can't Were you about to say we can't hold them, children? Don't lose heart. Here, take this. This is adeptal energy. That light from your body, it's like the time of Julian Karst. Wow, it's Madame Ping's shockwave. This grid is really strong. Okay, vielleicht könnte das doch noch irgendwie funktionieren. Wieso lebst du noch? Erstmal den Heiler weghauen. Noch 3 Minuten. Ey, unhöflich. With the blood of the Chilean, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside and fight with all your might. I too did this during the Archon War. Ich mache keinen Schaden mehr. Warum mache ich keinen Schaden mehr? My name means swiftness. Take my power and run as I So. Wir haben es fast geschafft. Uiuiui. So, wo kommen die neuen Fatui? Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. Mal gucken. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. Fracture! Get moving! Aua. Let's light it up. Einfrieren ist uncool. Time to clean up. Someone needs assistance. Leave it all to me. So, da hinten sind noch welche. Dann schnappen wir uns die auch mal. So, knapp 2 Minuten noch. Everybody stand back. Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? I miscalculated. Ich glaube, Ursel hat den gerade weggehauen, weil ich war das nicht. As a good knight should. Ich habe gar keine Ausdaueranzahl. Hier werde ich immer eingefroren. Break a leg. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich Schaden mache oder ob ich keinen Schaden mache. So,
So, noch 40 Sekunden. The Ftui's numbers are thinning. Fight on, Counter. Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Yes! The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. Das ist schlecht, oder? It's working! We just need to keep this up! Das ist sehr schlecht. Ich hoffe, den Leuten wird es allen gut gehen. Ja. Wer uns rettet. Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its Wer covering uns aber auch fire, nicht retaliation loslässt. shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Es ist so schön, wie sich hier einfach jeder gegenseitig beschützt. Uff. Hat Zhao uns wieder mitgenommen? Wie lieb von ihm. Oh. Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Die Musik passt gerade gar nicht. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations.
Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Wir sind hier alle auf derselben Seite. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Wenn es Unstimmigkeiten zwischen den Beschützern und denen gibt, die sie beschützen sollen, dann wird es sehr schwierig, die Harmonie wiederherzustellen. Right. That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the four winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Das haben wir in der Stadt der Freiheit gelernt. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millelith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Nach dem Kampf gegen Child, beziehungsweise während des Kampfes gegen Child, hatte ich auch echt Sorgen, dass ich vielleicht einfach zu schwach bin und dass ich halt solche Sequenzen gar nicht packe. Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millelith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh?
Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. Aww. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection, but it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Versuchen, die Herzen der Menschen zu ergründen. Let us return now. Eager to leave, conqueror of demons. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Chising will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Du sagst es. Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own, so Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death, too? Hyman doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? No idea where Zhongli's gone. Let's ask for him at Wangshen Funeral Parlor. So. Dann würde ich sagen, bleibt das letzte der Geheimnisse der Liyue-Geschichte für uns heute Abend noch ein Geheimnis und wir starten damit direkt nächsten Donnerstag. Wir sind auch fast perfekt zeitlich um 11 fertig geworden. Danke euch allen dafür, dass ihr heute beim Stream dabei wart. Ich hatte eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr hattet auch eine schöne Zeit. Ansonsten geht's gewohnt Montag weiter mit God Eater. Dienstag wieder .hack und Donnerstag Genshin. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend und vor allem einen wundervollen Start ins Wochenende. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit, könnt euch gut erholen. Wir sehen uns Montag. Immer wieder gerne, falls du noch was brauchst, schreib mich einfach an. Und dann kannst du hier auch noch ein bisschen plündern, weil ich glaube, mit den höheren Stufen wirst du auch immer mehr brauchen. Also falls du noch was brauchst, bei mir ist ja jetzt aktuell noch ein bisschen was, das kannst du dann auch gerne alles plündern. Ich wünsche euch eine gute Nacht und wir sehen uns. Bye, bye!